Ich bin von Katzenstein und heute gehen wir mal etwas weiter zurück in die Vergangenheit und beantworten folgende Frage: Warum waren Äxte bei den Wikingern so beliebt? Äxte sind durch Filme und Videospiele die Waffe der Wikinger. Es gibt keine andere Waffe, welche so sehr mit den Plünderern des Nordens verbunden wird. Aber wieso ist das eigentlich so? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir zuerst mal anschauen, wer eigentlich die Wikinger waren. Das Wort Wikinger beschreibt nicht etwa ein Volk, es muss mehr wie eine Berufsbezeichnung betrachtet werden. Um genau zu sein, handelt es sich bei den Wikingern um skandinavische Seefahrer aus dem frühen Mittelalter, die in verschiedenen Regionen von Europa, Asien, Afrika und auch teilweise nach Amerika gesegelt sind, um Handel zu treiben und neue Siedlungen zu errichten. Also nicht primär das, was wir uns heutzutage unter Wikingern vorstellen. Zu den eben genannten Seefahrern gibt es jetzt aber noch die Ausnahme, und zwar diejenigen, die auf das sogenannte Viking gingen. Das Viking war eine Tätigkeit, bei der die Seefahrer vor allem an Küsten und Flussstädten überraschend mit ihren Booten auftauchten, in einem kurzen Raubüberfall alles plünderten, was ihnen in die Finger kam, und dann wieder verschwanden. Diese Tätigkeit nannte man dann in der altnordischen Sprache das Viking oder auch auf Viking gehen, woher die Bezeichnung Wikinger kommt. Man muss jetzt aber davon ausgehen, dass solche Wikinger im Regelfall keine Berufskämpfer waren. Das waren vielmehr die sogenannten Huskarle, welche auch in Kriegen gekämpft haben. Normalerweise handelt es sich bei einem gewöhnlichen Wikinger um einen Landarbeiter, der wegen dem kargen Ertrag in Skandinavien ein oder vielleicht auch zweimal in seinem Leben auf solch einen Raubzug mitgegangen ist. Wenn er dabei reichlich Beute gemacht hat, konnte er eine sehr lange Zeit davon gut leben. Und damit kommen wir jetzt zum eigentlichen Punkt. Warum jetzt eigentlich die Axt als Waffe? Als gewöhnlicher Landarbeiter oder auch Bauer war man kein Krieger. Schwerter und auch andere Ausrüstungsgegenstände waren zu dieser Zeit äußerst teuer und konnten nur von den reichsten Leuten erworben werden. Welche Waffe sollte ein einfacher Bauer demnach wählen? Natürlich das größte und nützlichste Werkzeug, was auf einem Hof zu finden ist. Und das ist eine Axt. Wahrscheinlich handelt es sich dabei um den wichtigsten Grund. Dennoch gibt es ein paar andere Gründe, weshalb die Axt bei den Wikingern so beliebt war. Abgesehen davon, dass sie für jedermann verfügbar war, war sie neben einer Waffe natürlich auch ein Werkzeug. Wenn die Wikinger einen längeren Raubzug begingen und dabei ein Lager in der Wildnis aufschlugen, war es natürlich äußerst nützlich, eine Axt dabei zu haben. Sei es, um Holz zu hacken, zu spalten oder Befestigungen für das Lager zu errichten. Es war damit das Multitool des Frühmittelalters. Des Weiteren war die Axt natürlich auch eine äußerst praktische und vielseitige Waffe. Im Gegensatz zum teuren Schwert verfügt die Axt über einen Haken. Mit diesem konnte man Schilde der Gegner aufziehen und die Verteidigung damit durchbrechen. Dafür diente schon eine einfache Handaxt, die natürlich eigentlich ein Werkzeug war. Nachdem aber auch Äxte hergestellt wurden, die extra für den Kampf ausgelegt waren, musste sich diese Kampfweise als äußerst erfolgsversprechend herausgestellt haben. Der vordere Teil der Axtklinge wurde immer länger, was man den sogenannten Bart nannte, daher auch der Name Bartaxt. Mit diesem Bart konnte man sich äußerst effektiv in andere Schilde oder auch in andere Waffen einhaken. Weiter war die Axt zu dieser Zeit auch eine äußerst nützliche Waffe gegen gerüstete Gegner. Jene gut Gerüstete, die die Stadt vor den Raubzügen der Wikinger verteidigten, waren mit ihren Ringpanzern gegen Schnitte und Stiche von Waffen wie Speere und Messer beinahe immun. Mit der Wucht einer Axt konnte wegen der flexiblen Ringe jedoch darunter Knochen gebrochen und heftige Verletzungen zugesetzt werden. Genau aus diesem Grund wurde der Kopf der Axt später größer und die Axt wurde auf einen längeren Stab gesetzt. Diese sogenannte Dänenaxt war dann wegen ihrer Wucht und ihrer Reichweite eine gefürchtete Waffe sogar unter Berufskriegern wie den Huskarlen. Was sagt ihr zu der Axt? Wenn ihr als Wikinger auf einen Raubzug gehen würdet ihr zur Axt oder lieber zu einem Schwert greifen? Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr besser findet. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal.